Das Schloss Buggenhagen. Kunsthistoriker Till Richter hat es 2012 gekauft und saniert. Entstanden ist ein Museum für zeitgenössische Kunst. Eine Besonderheit: Hier bietet er jungen Künstlern eine Bühne und gleichermaßen ein Sprungbrett für ihre Karriere. Hier sind eben die Werke der Künstler, solange sie noch jung sind. Ja? Und das ist eines der ganz, ganz wenigen Museen, die es in dieser Art gibt. Und es ist auch eines der ganz wenigen Museen, die eben von einem Experten, von einem habilitierten Kunsthistoriker gegründet und geführt werden, weltweit. Und ich bin jeden Tag, wo es offen ist, da von 15 Uhr bis 17 Uhr und gebe die sogenannte Directors Tour. Das bedeutet, der Besucher oder die Besucherin oder eine Gruppe, die können mit mir durchlaufen, können mir Fragen stellen. Und ja, das haben sie eben auch relativ selten, dass sie mit dem Gründer und Direktor so direkt durchlaufen können. Eine Sequenz dieser Directors Tour möchten wir Ihnen nicht vorenthalten. Till Richter präsentiert das Werk My Thoughts Are With You von der amerikanischen Künstlerin Leona Sgalhon. Jetzt haben wir also hier zwei Spiegel. Und wenn ich mich hier hinsetze, dann steht hier mit einem wunderbaren Lippenstift handschriftlich geschrieben, so wie eine Frau ihrem Liebhaber eine Nachricht auf dem Spiegel hinterlässt: My thoughts are with you, meine Gedanken sind mit dir. Und über meiner rechten Schulter, wir haben das genau so austariert, dass wenn man hier sitzt, kann man genau über der rechten Schulter, hinten im Spiegel, was spiegelverkehrt geschrieben ist, lesen: And also with you. Meine Gedanken sind mit dir und auch mit dir. Also das Gegenseitige, das Wechselseitige, das Aneinanderdenken. Ja? Und dann hat sie ein Briefpapier dazu gemacht, da steht dann Thinking of You. Und die Idee ist, dass die Museumsbesucherinnen und Besucher sich hinsetzen können und mit einem richtigen Füllfederhalter mit Kolbenfüllsystem und Tinte aus Paris, vom ältesten Tintenmacher aus Paris, einen Brief schreiben können, an wen auch immer. Eine Freundin aus Grundschultagen, die verstorbene Großmutter, den Goldhamster, Frank Sinatra. Egal, Hauptsache, sie denken dran. Jetzt hat man die Wahl, man kann den Umschlag offen lassen. Wenn ich den Umschlag offen lasse, dann dürfen alle anderen Leute auch diesen Brief lesen. Ja? Wenn ich den Umschlag zumache, dann verspreche ich, bleib zu. Ja? Und manche Leute haben dann auch eine Adresse draufgeschrieben. Und wenn die Ausstellung zu Ende ist, ehrlich gesagt, ein paar haben wir schon weggeschickt, weil das war nämlich voll, die Wand, dann schicke ich, auf meine Kosten kommt da eine Briefmarke drauf und dann werden die Briefe abgeschickt an die Leute und so werden diese Menschen Teil der Ausstellung hier, obwohl sie gar nicht da waren. Till Richter lebt für die Kunst. Er studierte Kunstgeschichte in Paris und arbeitete anschließend als Professor an einer amerikanischen Universität. Seit 7 Jahren lebt er nun im Schloss Buggenhagen. Im Museum können Künstler Kreatives schaffen und gleichzeitig leben. Doch wonach sucht der Kunsthistoriker die Künstler aus? Dazu habe ich ein Modell entwickelt, das sogenannte 3C-Modell. Und da gibt es eben 3 Faktoren. Das eine ist Change, der Wechsel. Das zweite ist Konnektivität, also das muss eine Verbindung schaffen mit der Betrachterin oder dem Betrachter. Und das dritte ist Kontext und damit sind gemeint die Zeit, die Leute und der Ort. Also du musst zur richtigen Zeit die richtigen Leute am richtigen Ort treffen. Und das macht natürlich ganz viel aus, aber das macht nicht alles aus. Denn wenn das Werk an sich nicht gut ist, werden die richtigen Leute das sofort erkennen, die Experten, und sagen, ja gut, also der war jetzt hier vielleicht auf der Vernissage mit dabei und wir haben den kennengelernt, aber das ist nicht toll, was der macht. So, wenn das aber gut ist, dann sagen die, das ist speziell und den will ich. Und so geht mir das auch. Das Till Richter Museum ist von Donnerstag bis Sonntag immer von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Wer eine Tour mit dem Direktor nicht verpassen möchte, kann diese an besagten Tagen ab 15 Uhr erleben, hier im Schloss Buggenhagen.